Wenn man in den Nachthimmel blickt, bekommt man den Eindruck, das Universum sei groß und leer. Als wären wir auf einer einsamen Insel, drumherum ein Meer aus Sternen, ruhig und unveränderlich. Doch das stimmt nicht. Jede Sekunde treffen 1000 hochenergetische Teilchen jeden Quadratmeter der Erdatmosphäre. Sie bringen Botschaften aus dem All mit, die die Astroteilchenphysik erforscht. Kosmische Teilchen haben eine turbulente Reise hinter sich und erzählen uns von den extremsten Orten des Universums. Da sind zum Beispiel Supernovae, gewaltige Sternexplosionen, die das Licht ganzer Galaxien überstrahlen können. Manchmal bleibt nach solch einer Explosion ein Neutronenstern zurück, ein Objekt so schwer wie die Sonne, aber nur so groß wie Berlin. Oder die Materie fällt in sich zusammen auf einen einzigen Punkt, ein schwarzes Loch. Nichts kann einem schwarzen Loch entkommen, nicht einmal Licht. Diese Orte sind extrem. Geladene Teilchen werden von Magnetfeldern und Schockfronten mit fast Lichtgeschwindigkeit umhergewirbelt. Das beschleunigt sie bis hin zu Energien, die vergleichbar sind mit der einer Biene im Flug, konzentriert in einem einzelnen Teilchen. Diese hochenergetischen Teilchen fliegen durch das Universum und treffen irgendwann auch die Erde, uns. Diesen ständigen Teilchenregen nennt man kosmische Strahlung. Sie besteht hauptsächlich aus Protonen. Trifft kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre, entstehen neue Teilchen, die wiederum wechselwirken und noch mehr Teilchen erzeugen. Eine Kaskade bildet sich. Teil dieser Kaskaden sind Myonen, Teilchen, die Elektronen sehr ähnlich sind, aber etwa 200 Mal mehr Masse besitzen. Außerdem sind sie instabil und wandeln sich nach wenigen Mikrosekunden in Elektronen und Neutrinos um. Durch Messungen dieser hochenergetischen Teilchen und der Kaskaden erforscht die Astroteilchenphysik die Quellen der kosmischen Strahlung. Zwei Forschungsfelder arbeiten dabei eng zusammen. Die Astronomie untersucht, wie und wo die kosmische Strahlung entsteht. Was beschleunigt die Teilchen? Können wir mehr über die extremen Orte lernen, die sie erzeugen? Die Teilchenphysik hingegen erforscht die Welt des Allerkleinsten, also was die fundamentalen Bausteine aller Materie sind und welchen Regeln sie folgen. Dafür lassen forschende Teilchen mit viel Energie aufeinanderprallen und untersuchen, was dabei passiert. Doch hochenergetische Teilchen liefert auch die kosmische Strahlung. Gratis und Freihaus. Das kann man nutzen, um neue Teilchen zu finden und ihr Verhalten zu untersuchen. Myonen zum Beispiel wurden nicht in einem Labor entdeckt, sondern in der kosmischen Strahlung. PhysikerInnen arbeiten in großen internationalen Kollaborationen zusammen, um Fragen dieser Art zu beantworten. Hier 3 Beispiele. Das IceCube-Experiment misst Neutrinos, Geisterteilchen, die milliardenfach die Erde durchqueren, aber schwer zu fangen sind. Das Pierre-Auger-Observatorium misst Myonen aus Teilchenkaskaden. Und CTA beobachtet Gammastrahlung, das energiereichste Licht, das es gibt. Die verschiedenen Teilchen erzählen eine gemeinsame Geschichte. Was ist dunkle Materie? Warum gibt es mehr Materie als Antimaterie? Was beschleunigt kosmische Teilchen auf so hohe Energien? Das Universum hält viele Rätsel bereit. Mithilfe der Astroteilchenphysik können wir sie lösen.